So, jetzt habe ich den ganzen Quatsch schon mal erzählt und Mikrofon nicht eingeschaltet, aber so ist es halt manchmal. Naja, machen wir es nochmal neu. Herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht's, das ist eine 1100er aus dem Baujahr 1992, aber es geht um Boxermotor, um Dichtungen am Zylinder, um Drosselklappen, eigentlich nichts Großes. Ja, einige von euch werden es vielleicht kennen. Hier Ölsiff am Ventildeckel, untenrum Öl verschmiert, tropft, wie auch immer. Darum geht's. Genau darum geht's. Würde ich so sagen. Ja, warum ist das so? Wir haben hier zwischen Ventildeckelhaube und Zylinderkopf eine Dichtung. Die sieht genau so aus. Diese Dichtung, die hat einen Metallkern und die hat hier außen drauf so kleine, wird das was oder wird das nichts? Kann man schlecht sehen. Schwarze Handschuhe, hätte ich besser die orangenen angezogen. Da sieht man es. So kleine Lamellen. Genau. Und diese kleinen Lamellen, die drücken sich natürlich, weil von beiden Seiten drauf gedrückt wird, drücken sie sich mit der Zeit platt. Die Weichmacher gehen aus dem Gummi raus und das Ganze kann undicht werden. Das ist die eine Dichtung. Habe ich die Kamera eingeschaltet? Ja, Kamera ist eingeschaltet. Sehr geil. Die zweite Dichtung, die sitzt innen. Die kann man außen nicht so gut sehen. Die sitzt also hier innen drauf auf dem Sockel, der zur Zündkerze geht. Also hier packen wir die Zündkerze und den Zündkerzenstecker in dem Fall rein. Und auch hier ist es so, dass die ihre Weichmacher verlieren und mit der Zeit eben spröde werden und immer kleiner werden. Da kann es dann auch sein, eventuell, dass mal Öl da raussifft. Das ist nicht viel, aber das ist vielleicht immer mal so ein bisschen ein Tropfen oder so und der breitet sich dann da aus und alles schmiert sich voll mit Straßendreck und so weiter. Sieht nicht schön aus, will eigentlich keiner haben. Die nächsten Dichtungen machen wir mal hier. So, das sind diese hier dazwischen. 4 Stück an der Zahl. Die werden über die Schraube gedrückt, wenn die Schraube rausgemacht wird. Ja, können wir mal versuchen, genau. So, da sieht man, das ist schon das beste Beispiel. Die ist schon kaputt. Da sieht man das da oben, oberen Rand. Die ist da eingerissen. Die werden also über die Schrauben drüber geschoben, kommen dann ins Gehäuse rein und ganz wichtig ist noch zu bemerken, dieser kleine Rand hier, dieser Sockel, ganz wichtig, komme ich gleich dazu. Auch die mit den Jahren verlieren die natürlich ihre Weichmacher, werden kleiner und dann passt das Ganze nicht mehr. So, und warum erwähne ich das? Wir haben hier im Zylinderkopf 4 Schraubenlöcher mit einem Sackloch M6. Und da kommen diese 4 Schrauben rein. Und dieser Bund an der Schraube jeweils, der stützt sich auf dem Zylinderkopf ab. Das heißt, wenn wir die festdrehen, diese Schraube, übrigens mit 8 Newtonmeter, dann ist es so, dass die Schraube bis zu einem gewissen Punkt geht und dann wird sie eben fest. Das ist also relativ schnell und dann hat man 8 Newtonmeter. Das ist nicht viel, aber das reicht komplett aus. Also da braucht man nichts dazwischen machen, braucht man sich keine Gedanken machen, alles gut. Es sei denn, diese ganzen Dichtungen hier sind schon uralt. Im Übrigen auch die anderen, die kleine und diese große Dichtung. Das heißt, wenn die alle kleiner werden, dann können wir den Deckel festschrauben, aber es kann im Prinzip sein, dass das nicht dicht wird. Ganz einfach. Ja? Dann sifft da mit der Zeit, läuft da das Öl raus. Nicht in Strömen, aber eben halt, es läuft raus. Und was können wir dagegen machen? Viele gehen daher und sagen, okay, es ist nicht dicht, dann nehmen wir unseren Schlüssel, unsere kleine Ratsch oder eine große Ratsch, wer weiß, und ziehen die Schrauben einfach fest. Kein Problem, ne? Ziehen wir fest und dann wird es schon dicht werden. Das funktioniert so einfach natürlich nicht, weil die Schrauben haben sich ja schon abgestützt am Zylinder durch den Bund.
Und was passiert? Wir beschädigen das Gewinde. 8 Newtonmeter ist schon nicht viel, aber wenn wir weiter drehen, keine Ahnung, ohne Drehmomentschlüssel, einfach so mal per Hand mit einer Ratsche, dann machen wir das Gewinde kaputt. Vielleicht nicht beim ersten Mal, aber vielleicht beim nächsten Mal rausschrauben und wieder reinschrauben, kommen uns eben halt die Brocken entgegen. Und dann wird es aufwendig. Dann muss da an der Stelle ein Helicoil rein und dann funktioniert es wieder. Also ganz viele von diesen Modellen, von 1100er angefangen, 850er, 1150er, 1200er AC-Modelle, haben da schon Helicoils drin, weil genau das passiert ist, dass man das Gewinde beschädigt hat. Und wo kann man Abhilfe leisten? Ja, Abhilfe kann man leisten, indem man von Zeit zu Zeit, BMW schreibt vor, bei jedem Ventile einstellen, also alle 10.000 Kilometer, soll diese Dichtung erneuert werden. Die Dichtung ist nicht ganz günstig, die kostet so, je nachdem, wo man sie kauft, bei BMW so ungefähr um die 30 € eine. Ich bin der Meinung und praktiziere das auch so, dass man das nicht bei allen 10.000 Kilometern machen muss. Man muss die Dichtung mal sich anschauen, wie sehen die aus, ist das Ganze noch dicht und im Zweifelsfall tauscht man die halt eben aus und dann ist wieder Ruhe. Bevor man hier mit 25 Newtonmeter die Ventildeckelschrauben zudreht. Dann habt ihr eigentlich, wenn ihr das gemacht habt, Ruhe erstmal. Ist erstmal alles in Ordnung. Und ihr habt hier wieder dicht. Wichtig ist natürlich, dass die Dichtflächen sowohl an der an der Haube als auch hier am Zylinderkopf sauber sind. Und da gehen wir nicht mit so einem Ding, so einem Dichtungskratzer ran und kratzen hier schöne Riefen rein. Das machen wir nicht, sondern wir nehmen uns etwas, was schön plan ist. Ich bräuchte 1000 Hände, habe ich aber nicht. Ich habe hier zum Beispiel so ein Werkzeugstahlteil, das ist exakt plan, ja, keine Ahnung, das habe ich schon Jahrzehnte im Einsatz. Und da wickel ich mir einfach ein Schleifpapier drunter. Schlimm. Warum hat der liebe Gott uns nicht mehr Hände gegeben? Ich habe hier jetzt ein 1200er Schleifpapier. Man kann auch ein 800er nehmen, das geht auch. Das wickel ich mir da einfach außen rum. So, ne? Innen drin der Kern, dass es plan ist. Und dann kann ich hier schön entlang fahren und kann den sauber machen. Das seht ihr schon, wenn ihr da mit dem 80er Schmirgel dran geht, dann habt ihr hier lauter Kratzer drin. Muss nicht sein. Lieber etwas feiner, dann könnt ihr das hier schön wunderbar sauber machen. Danach mit Bremsenreiniger sauber machen und gut ist. Fertig. Dann passt es. Das gleiche können wir natürlich hier auf der Seite am Zylinderkopf machen. Ja, wichtig ist, dass ihr etwas nehmt, das kann auch größer sein, aber was eben plan aufliegt. Ja? Dass ihr euch da nicht Ecken und Kanten reinschleift, sondern dass ihr eben genau plan aufliegend schleifen könnt. Ganz einfache Sache. Sowas gibt es auch zu kaufen, so Planblöcke, so kleine, die sind nicht allzu teuer. Und wenn ihr das sauber gemacht habt, dann kommt die Dichtung dazwischen, ganz klar. Und da kommt auch keine Dichtmasse dazwischen oder so irgendwas, also gar nichts. Das passt so dann schon. Ne? So, ganz einfach. Und dann haben wir diese Sache schon fertig. Dann kommen wir zum nächsten Thema. So, nächstes Thema. Wir gucken uns das gleich im Detail an. Also diese Geschichte hier, das brauchen wir nicht im Detail, ganz klar. Das weiß jeder, wer das auseinanderbaut. Aber diese Sache, zu der wir jetzt kommen, gucken wir uns im Detail an. Zwischen Zylinder und Drosselklappe sitzt dieser Kollege hier. Ja? So. Und wenn wir hier mal schauen, kann man das hier knicken. So, ne? Was für Risse da drin sind. Hier überall umlaufend Risse drin. Hier auch, kann man schon sehen. So, ist klar, ne? 1992, Baujahr. Die sind schon ein paar Tage alt und dann dürfen die auch kaputt gehen. Das beachtet nur oft keiner, weil diese Teile relativ teuer sind.
wenn man sie neu kauft. Und weil man da manchmal dann so ein bisschen ein Dichtigkeitsproblem hat. Weil hier auf der Rückseite, da kommt also keine Dichtung mehr dazwischen, hier auf der Rückseite ist normalerweise das etwas erhaben, wenn sie neu sind. Und das wird dann im Prinzip mit den 2 Schrauben, weil das nur mit 2 Schrauben gehalten wird es eben an den Flansch am Zylinderkopf angepresst und drückt sich dann im Prinzip dicht sozusagen. So. Aber nach einer Zeit ist es eben so, dass die nicht mehr so dicht sind. Ja, und dass es diesen Wulst eben nicht mehr gibt. Ja. Und da kann man Abhilfe schaffen. Ich habe hier zum Beispiel, was machen wir, wenn wir keine 70 € ausgeben wollen für so ein Teil in neu? Man kann das natürlich machen, die neu kaufen, keine Frage. Ist ja auch ein Werterhalt von so einem Fahrzeug, ne, letztendlich. Aber wenn wir eine zeitwertgerechte Reparatur oder Instandsetzung machen wollen, dann können wir an der Stelle auch durchaus Gebrauchte verwenden. Und der große Vorteil ist der, dass diese Teile von 1993 bis 2005 im Prinzip gleich geblieben sind. Da gibt es keine Unterschiede. Es gibt allerdings, muss man dazu sagen, und das sieht man hier auch auf dem Teil aufgedruckt, wo steht's? Haben wir das da irgendwo? Da oben steht's 769L für links. Und da gibt es natürlich den Gegenpart rechts. Das heißt, es gibt 2 verschiedene. Ich verlinke euch unten die Teilenummer dazu. So, wenn ihr die gebraucht kauft, ist es so, und die bekommt man, also bei den ganzen Kleinanzeigen, wie sie alle heißen, bekommt man die relativ günstig. Ich habe sie gesehen für 25 € plus Versandkosten, 2 Stück. Also erstmal alles in Ordnung. Solange die Dinge einigermaßen okay sind, ist das auch in Ordnung. Was wichtig ist, dieses Teil hat hier innen drin einen Metallkern. Und da sollte man natürlich gucken, dass die nicht krumm sind, dass die nicht total verbogen sind. Ja, das kann man hier mit so einem Lineal oder mit einem Haarlineal, kann man das natürlich auch machen, kann man das testen. Und wenn das einigermaßen ist, dann ist das in Ordnung. So. Der Ausbau ist einfach, zeige ich euch gleich. Und was mache ich jetzt zum Beispiel hier mit den Gebrauchten? Um eventuell zu umgehen, dass doch vielleicht die nicht richtig dicht werden am Zylinderkopf oder so, da müsste man alles wieder auseinanderbauen und dann neu anfangen. Ich verwende auf der Rückseite hier im Prinzip auf der Seite, die zum Zylinder geht, Dirco HT. In schwarz in diesem Fall, ganz wenig, hier einfach in der Mitte eine dünne Wurst reingelegt und dann draufdrücken und fertig. Muss man später natürlich kontrollieren, wenn das innen drin rausquillen sollte, wenn ihr zu viel drauf gemacht habt zum Beispiel, einfach innen entfernen, damit das Zeug nicht irgendwann abgeht da innen drin, weil hier kommt natürlich Kraftstoff vorbei und die Teile euch da in den Motor reinfliegen. Das heißt, das macht man dann weg, solange es noch frisch ist. Nicht wegmachen, wenn es schon angetrocknet ist, weil dann kann es passieren, dass man sich dann auch dazwischen was naja, ist egal, auf jeden Fall. Also wenn es frisch ist, einfach wegmachen, gut ist. So, wir gucken uns das jetzt mal im Detail an, wie das an der Drosselklappe aussieht. So, im halb eingebauten Zustand sieht das Ganze so aus, dass hier die Drosselklappe drin sitzt. Man sieht das hier schon, die Risse außen, wobei das außen nicht so dramatisch ist. Schlimmer ist es, wenn es hier auseinanderreißt. Das ist nicht so toll. Und wir haben natürlich dann hier hinten drin diesen Schnorchel, der in den Luftfilterkasten reingeht. Der ist hier nur mit Schellen fixiert. Die Schellenform lösen ein bisschen mit Silikonöl oder Ballistol einsprühen, dass die wieder gut gehen. Die gehen oftmals etwas rau. Und dann kann man das hier runterziehen. Da sehen wir schon hier einen Dichtring, da kommen wir gleich dazu. Und dann können wir auch hier sehen, wie der aussieht. Der ist nämlich kaputt. Wenn man die trocken aufeinander setzt, gehen die relativ schnell kaputt. So, und dann kann man das alles auseinandernehmen. Also hier den hier hinten reinschieben ins Luftfiltergehäuse. Gleich mal kontrollieren, hier innen drin viel Öl, wenig Öl, auch mal sauber machen. Und dann kann man die Drosselklappe abnehmen. Vorsichtig bei diesen Schläuchen,
die wollen auch mal ganz gerne brechen, insbesondere hier oben. Also vorsichtig zur Seite legen, dann passt es. Und dann kann man hier auf der Seite diese Schraube rausmachen und hier hinten die Schraube rausmachen. Und dann kann man den eigentlich schon abnehmen. Die Spezialisten unter euch wissen schon, wenn ich hier wackel, was haben wir dann für einen Zustand? Wir haben Zünd-OT auf diesem Zylinder. Warum mache ich das? Beim Zünd-OT sind die Einlassventile und die Auslassventile auf dieser Seite, also auf diesem Zylinder, komplett geschlossen. Das mache ich einfach aus dem Sicherheitsaspekt. Wenn mir hier Dreck reinfällt oder irgendetwas anderes reinfällt, dann fällt es nicht direkt in den Motor, sondern liegt dann im Zweifelsfall vor den Ventilen und man kann das absaugen oder ausblasen, wie auch immer. Deswegen hier bei dieser Arbeit den Zylinder auf Zünd-OT stellen. Das heißt, Einlassventile und Auslassventile müssen beweglich sein. So, ja, wichtig. Das hier ist der Flansch, auf dem im Prinzip das Gummi sitzt, ne? Und hier ist es in der Regel so, wenn das hier so lange Zeit drauf gesessen war, dann passiert es eben, dass hier zwischenrein immer Dreck reinkommt, Wasser reinläuft vom Regen, Straßenschmutz. Und dann kann das schon mal sein, dass diese Fläche hier nicht mehr so schön sauber ist. Und dann auch hier kann man dann hingehen und dazu stopft ihr euch dann am besten hier auch noch was rein. Wie gesagt, Ventile haben wir gesagt, sind zu. Und dann können wir auch hier diese Fläche mit einem feinen Schmiergel schön sauber machen, dass es eben glatt ist. Am Ende dann entfetten. Auch der Rand hier, dieser Bereich, den kann man sauber machen. Die Drosselklappeneinheit, die hat eine bestimmte Position. Hier oben gibt es einen Nupsi, der wiederum hier in diese Aussparung eingreifen muss. Das heißt, das wird fixe Position montiert und der Zapfen hier oben an der Drosselklappeneinheit, der steckt dann hier im Prinzip drin. Die zweite Sache ist in dem Fall, muss man gucken, ob wir es runterkriegen jetzt, hier unten. Ich hoffe, dass man das sehen kann. Dieser kleine Gummipfropfen, den muss man auch beachten. Die gehen mit der Zeit auch kaputt, hatte ich aber auch schon in einem anderen Video gesagt. Den muss man beachten und muss ihn im Zweifelsfall eben halt auch erneuern. Und zum guten Schluss haben wir hier hinten eine Dichtung. Und man sieht hier bei dieser Dichtung, dass die auch schon kaputt ist. Die kann man erneuern. Das ist ein O-Ring, da gibt es eine Teilenummer für, 52 mm x 2, der muss da drauf. Warum geht der denn so kaputt? Also dieses Teil hier wird ja hier drüber geschoben und wenn das alles trocken ist bei der Montage, dann ist es so, dass der sich verdreht, nicht richtig sitzt, eventuell sogar hier vorne rausrutscht und dann ist er eben hin. Und dann gibt es hier auch ein Problem mit falscher Luft sozusagen. Wie kann man dem Abhilfe schaffen, dass man diesen Ring einfach entweder mit ein bisschen Vaseline oder eben mit Silikonfett einstreicht und auch hier innen drin und dann kann man das so ein bisschen gut zusammendrücken und dann passt es. Ja, so. Der wurde ganz klar verdreht und ist im verdrehten Zustand dann auch eingebaut worden. So. Kann man erneuern, beziehungsweise sollte man erneuern. So, dann machen wir das Ganze mal fettfrei. Wenn ihr daran gearbeitet habt, denkt daran, auf jeden Fall da nochmal reinzugucken, dass da nichts drin liegt, was euch im Zweifelsfall den Motor ruinieren kann. Man kann natürlich auch sich mal hier die Ventile, die Einlassventile in Augenschein nehmen, ob es da irgendwie ölig ist, was dann für eventuell defekte Ventilschaftdichtungen sprechen könnte. In dem Fall ist das alles super in Ordnung. Ich habe das jetzt entfettet und werde jetzt dann das Dirco HT auftragen auf den neuen und dann schauen wir weiter. So, und dann haben wir hier in der Mitte diesen breiteren Rand. Ich versuche das jetzt mal so zu zeigen. Dann nehmen wir unser Dirco HT und legen da genau in der Mitte eine Wurst drauf,
einmal komplett rum, nicht zu viel. Die Spitze von der Tube vorne nur leicht aufschneiden. So, ein bisschen fummelig, ich hoffe, man kann das sehen. So, ne? Ungefähr so muss das dann so aussehen. Ich mache das jetzt noch komplett und dann setzen wir das ein. So, ne? Dann haben wir da einen kleinen Rand drüber, so, das ist nicht viel, vielleicht so 1 Millimeter Wurst da reingelegt. So viel, dass es von der Mitte ausgehend eben sich beim Andrücken nach außen und nach innen drückt und Unebenheiten auf dem Gummi eben ausgleicht und das dann auf dem Zylinder festschrauben. So, ich stecke mir, achtet darauf, dass ihr die richtige Seite nehmt, ne? Also das rechts. Dann fädel ich die erste Schraube mal hier ein, ohne das Gummi aufzulegen. Halt also Abstand zum Zylinder, damit ich mir nicht wieder die Wurst kaputt mache. So, dann können wir den langsam anlegen. Der Zapfen muss oben sein. Bei diesen Modellen ist das für die Aufnahme vom Zündkabel. So. Wesentlich einfacher ist das Ganze natürlich, wenn man die Drosselklappe wegbaut. Aber gut, das ist jetzt dann halt so. So, haben wir es mal angelegt. Und diese beiden Schrauben, also die hier und die hier unten, bekommen 9 Newtonmeter. So. Neun Newtonmeter. So. Passt. So, jetzt haben wir unsere Dichtmasse dazwischen. Dann können wir da reingucken, ob sich da was rausgedrückt hat. Hat es nicht. Das ist perfekt. Wenn ihr keine neuen verwendet, sondern gebrauchte, wie ich das jetzt hier gemacht habe, und ihr das mit Dichtmasse macht, was absolut in Ordnung ist, ich empfehle da immer, ich gucke mal, ob ich das euch verlinken kann, das Dirco HT. Ja, ich habe mit Dirco HT die besten Erfahrungen gemacht. Es gibt auch von BMW noch das 3 Bond, dieses transparente. Das nimmt man, wenn man beispielsweise den Motor auseinander nimmt oder so und die Motorhälften zusammen oder Deckel drauf oder so irgendwas. Weil man das einfach nicht sieht später im Großen und Ganzen, ist aber auch sehr, sehr teuer. Dirco HT ist für den Bereich absolut ausreichend. Gibt es auch in Schwarz, in Grau, in Rot, wer das möchte. Also man hier so einen fetten Rand, Dichtmasse hat in Rot, vielleicht rotes Fahrzeug, ne, ist Quatsch, egal. Auf jeden Fall ein bisschen trocknen lassen das Ganze, stehen lassen erstmal, bevor man dann hier weitermacht. Wichtig sind die 9 Newtonmeter. Warum? Wenn wir da zu viel machen, ne, wenn wir das zu fest machen, beschädigen wir auch da natürlich wieder das Gewinde und diese Metallplatte kann Spannung bekommen, die sie eigentlich nicht bekommen soll, wenn sie zu fest oder eventuell zu lose ist. Zu lose ist sowieso Mist. Aber 9 Newtonmeter ist absolut ausreichend. Mehr nicht. Drehmomentschlüssel, da vielleicht auch nochmal der Tipp. Ich habe die früher auch verwendet, so günstige für 20, 30 Euro aus dem Baumarkt oder so. Die haben halt sehr, oder ich will nicht sagen alle, aber viele davon
haben einfach eine sehr große Abweichung. Und gerade wenn wir uns im Bereich von niedrigen Drehmomenten bewegen, wie jetzt zum Beispiel die Ventilhaube oder solche Sachen, dann ist natürlich eine Abweichung von, weiß ich nicht, 3, 4 Newtonmeter, eventuell kann sein, schon eine Nummer, ne, wenn ich nur 8 oder 9 Newtonmeter befestige. Insofern, so ein kleiner Drehmomentschlüssel, der lohnt sich immer, weil man ja viele kleine Verschraubungen auch noch hat. Ja. Wenn wir in einen höheren Drehmomentbereich gehen, dann haben wir zwar bei den billigen Drehmomentschlüsseln auch immer noch eine große Abweichung, aber ich sage mal, bei einer M10er Schraube ist das nicht so dramatisch, natürlich auch, klar, als wenn wir jetzt so eine M6er oder eine M5er Schraube anziehen. Die können wir schnell ruinieren. In dem Ding, was ich damit sagen will, ist einfach, das Werkzeug macht schon viel aus. Ne? Wenn man sich das muss jetzt keiner hier von Werra sein, ne? Das kann auch von irgendeiner anderen Marke sein, von HZ oder wie sie alle heißen. Proxon zum Beispiel sind auch nicht so teuer, sind auch sehr gut. Einfach um das ein bisschen im Feeling zu haben. Ne? So ganz einfach. So. Also wir lassen das erstmal alles trocknen und im Anschluss können wir eben im Prinzip das Gummi innen ein bisschen mit Silikonfett einschmieren und können dann vorsichtig hier diese Drosselklappeneinheit da wieder hineindrücken an die richtige Position und befestigen. Die bleibt an der Position, kümmern uns nochmal um dieses Gummi unten, ob das in Ordnung ist und können dann später, wenn wir hier das wieder zusammensetzen alles, können wir den hinteren Dichtring aufsetzen, so wie ich es gezeigt hatte und im Prinzip den Ansaugkanal nach vorne schieben, auch in die richtige Position. Wenn man den Ansaugkanal rauszieht und über die Drosselklappeneinheit stülpt, dann ist es so, wenn man den dreht, ne, also man kann den ja verdrehen in sich hier, dann merkt man, dass dieser Kanal die Drosselklappeneinheit in die eine oder in die andere Richtung dreht. So drückt, weil dieses Teil ist nicht gerade, sondern es ist so ein bisschen gebogen. Und wenn ich das drehe, dann verbinde ich das alles. Also müsst ihr gucken beim Einstellen hier, es gibt nämlich hier keine Markierungen, wo die genau sein sollen. Beim Einstellen so, dass die Drosselklappeneinheit an der richtigen Position bleibt und das Ganze fest zusammen ist. Ne, das sieht man. Also wenn man das dreht, so ein bisschen, dann merkt man, okay, die Drosselklappeneinheit wandert in die eine Richtung oder in die andere Richtung. Und der Mittelpunkt davon, der ist perfekt. So. Wichtig ist, Dichtring einschmieren, dass er nicht rausrutscht, dass er nicht kaputt geht und fertig. Und dann kann man das Ganze wieder alles zusammenbauen. Warum habe ich jetzt dieses Video gemacht, was ja eigentlich nichts Besonderes ist, wenn man so will, aber ich werde ganz oft angeschrieben, mein Motor läuft nicht richtig oder der ruckelt oder ich kriege die Synchronisierung nicht hin und, ja, lauter so Dinge, die ja durchaus passieren können, ganz klar, ja, so. Aber eine ultimative Antwort darauf, die gibt es einfach nicht. Ja? Man kann nicht sagen, ja, der Motor hört sich so und so an, das ist genau das. Das geht nicht. Und es geht schon zweimal natürlich nicht auf eine Ferndiagnose, ohne dass man das irgendwie gesehen oder gehört hat oder gefühlt hat letztendlich. Insofern, mit diesem Video will ich nochmal darauf hinweisen, dass es eben ganz einfache Dinge gibt, wie zum Beispiel diese Dichtungen, die man super leicht selbst wechseln kann, die dazu beitragen, dass so ein Motor zum einen natürlich dicht ist, das ist das eine, das hat was mit Umweltbelastung zu tun auch, und zum anderen natürlich auch zum Motorlauf dazu beiträgt und zu der Arbeit, die ihr macht. Also wenn ihr eine Synchronisierung macht zum Beispiel, dann muss natürlich der Zustand, Gaszug, Drosselklappenwelle, Gummidichtungen, Ansaugstutzen, das muss natürlich alles in Ordnung sein. Sonst kriegt man keine ordentliche Synchronisierung dann letztendlich dahin oder eben halt nur eine halbwegs ordentliche. Und das sind so Dinge, die man einfach selbst beachten kann. Die kann man sich angucken. Man kann auch im Nachgang hier hin und wieder mal so ein bisschen Silikonspray drauf machen. Ja, das geht. Einfach draufsprühen, ein bisschen mit dem Lappen einwirken lassen, dass das Gummi oder Silikonspray oder was kann man noch nehmen, dieses Glycerinzeug da, was für Gummipflege ist zum Beispiel, das sorgt nicht dafür, dass die 1000 Jahre heben, aber das sorgt einfach dafür, dass sie etwas länger halten.
ja, dass das Problem eben so schnell nicht auftritt. Irgendwann muss man sich sowieso darum kümmern, egal um was es geht. Ja, irgendwann kommt der Zeitpunkt, da ist alles mal nicht mehr toll. Ja, Kraftstoffschläuche werden auch nicht besser mit der Zeit. So. Ich baue das jetzt nicht fertig zusammen. Wenn ihr das selbst macht, wisst ihr natürlich, was ihr auseinandergebaut habt. Baut ihr auch in der umgekehrten Reihenfolge wieder zusammen. Ich muss hier noch Ventile einstellen. Ich muss hier noch schön sauber machen. Die Dichtungen sind noch nicht da. Ich muss das natürlich auf der anderen Seite noch machen. Und was auf der anderen Seite drüben ganz wichtig ist, da habt ihr diese kleine Box, diesen Poddy, der misst, welche Stellung die Drosselklappe hat. Den müsst ihr für diese, oder ich sage jetzt mal vorsichtig, dürft ihr auch für diese Arbeit nicht einfach abbauen, nur damit ihr ein bisschen mehr Platz habt. Lasst den einfach, wo der ist. Wenn ihr den verstellt, müsst ihr noch viel mehr machen an der ganzen Geschichte. Also den Kasten da lassen, am besten das so zusammenlassen und passt das alles wunderbar. So, geht auf der anderen Seite im Übrigen ganz genauso. Deshalb habe ich jetzt auch nur diese Seite gezeigt. Keine Ahnung, wie lang das Video wieder geworden ist. Ich hatte vor, ein kurzes Video zu machen, aber naja, so ist es halt. In diesem Sinne, ich danke euch fürs Zusehen. Wir sehen uns bei einem der nächsten Videos. Ich freue mich drauf. Bleibt dran. Bis dann. Ciao, ciao.